Ihr lieben Skorpione, wir gucken in euren November. Ich bin gespannt, welche Themen sich für uns zeigen. Und wie die Energien fürs Kollektiv der Skorpione so fallen. Ja, wir haben hier irgendwie das Ding, dass wir versuchen, im Vertrauen zu bleiben, dass wir Blockaden überwinden, die damit zu tun haben, die eigene Größe zu leben. Es gibt vielleicht so ein bisschen Themen aus dem Umfeld, die hier mit einschwingen für die Skorpione, die so ein bisschen Stress mitbringen. Also wo man sich vielleicht auch schnell gestresst fühlt. Ich habe hier sehr viele Nachrichten, Kommunikation. Möglicherweise wird man sehr gefordert, auch von der Umgebung raus. Ich habe familiäre Veränderungen für die Skorpione. Es kann sich hier auch ums Beziehungsleben handeln, das sich hier auf wundersame Weise gut gestaltet oder wo sich etwas im Beziehungsleben in unsere Richtung entwickelt. Ich glaube, ihr seht nicht alles jetzt. Wir gucken eigentlich in Veränderungen rein, die uns hier Harmonie mitbringen. Ja, wir können irgendeinen Kampf beenden, ein Schwert niederlegen, eine Entscheidung fällen, die uns mehr Frieden mitbringt. Für einige geht es wirklich um so, ich sag mal, Restarts in Beziehungsdingen. Es kann jetzt sein, dass ihr euch dem Partner wieder mehr nähert. Es kann sein, dass ihr irgendjemanden kennenlernt, der euch sehr gut gefällt. Auch falls du Single bist, liegt hier ein Neubeginn, der sehr harmonisch ist. Die Wunscherfüllungskarte liegt hier mit dabei. Auf allem, was Beziehung, Verträge, Verbindlichkeiten hier mitbringen. Ich habe die Geldkarte für uns mit dabei. Die liegt hier mit Zuwachs, mit Klärung, mit Erblühen von irgendwelchen finanziellen Dingen. Also scheint ein Monat zu sein, wo die Finanzen sich verbessern oder wo sie aufblühen können. Der ein oder andere kann sich hier auch einen finanziellen Traum erfüllen oder etwas gönnen, das er sich vielleicht lange verwehrt hat. Stress, den ihr oder wir hier haben, der kommt hier speziell aus dem Umfeld. Ne? Es ist nicht unser eigenes Ding, sondern das Umfeld bringt irgendwelche Hindernisse mit auf unserem Weg. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, denn hier ist die Möglichkeit, ein Tempo runterzufahren, sich rauszunehmen, etwas langsamer zu machen, etwas langsamer anzugehen. Ich habe auch so einen großen Erkenntnismonat, ja, eine Sache eröffnet sich dir, die dir lange verwehrt war. Das ist so, ja, nenne es einen großen Aha-Moment, der dir aber auch auf dem weiteren Weg wieder viele Neubeginne und Aufblühen beschert. Ne? Das ist so wie eine Erkenntnis, die dich weiter trägt, weiterbringt, verbindlicher auch macht, eventuell betrifft diese Erkenntnis dein Beziehungsleben. Für einige Skorpione habe ich hier, dass eine bestimmte Frau für euch sehr wichtig sein könnte, die hier eine Nachricht für euch hat, die hat Wunscherfüllungsqualität. Das heißt, hier ist so eine Überbringerin von guten Nachrichten. Wir sind hier mit Entscheidungen etwas zögerlich, ne? Also wir haben hier die Möglichkeit zu entscheiden, zu klären, auch neu zu beginnen oder kleinere Dinge größer zu ziehen. Allerdings sehe ich, dass das
noch nicht so ganz reif ist. Ne? Uns fehlt ein bisschen noch das nächste Momentum, um diese Entscheidung zu treffen. Und also hier sagen die Karten, du musst nicht schnell machen, auf beiden Seiten. Ne? Nimm dich lieber raus. Wenn Hindernisse kommen, kommen sie meistens nicht ohne Grund. Und ja, um mit dir selber auch im Reinen zu bleiben, nimm ein bisschen Tempo raus. Ich sehe noch etwas Spezielleres. Die ein oder anderen können sich hier ein bisschen hin und her gerissen fühlen, zwischen zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. Und das kann hier sein, dass genau das die Entscheidung irgendwie ausbremst, ne? Dass man sich nicht richtig entscheiden kann. Wobei ich sage, keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung, ne? Kommunikation wird hier wichtig. Kommunikation auch vielleicht mit dem Gegenüber, mit dem Partner. Solltest du Single sein, kann sich hier auch die Vergangenheit nochmal melden. Aber auch gleichzeitig jemand auf den Weg machen, mit dem du über das Thema Kommunikation, Sprache, Nachrichtenaustausch in Beziehung treten kannst, ne? Es kann sein, dass sich hier einige Dinge runden für euch, die ihr so nicht vermutet habt. Also eine gute Energie, um sich verbindliche Dinge zu schaffen und etwas dauerhaft in den Frieden zu bringen. Möglicherweise lädt dich hier der ein oder andere, es wird nicht alle betreffen, aber der ein oder andere kann hier eine Einladung bekommen zu einer kleineren Reise oder zu einer Unternehmung. Es kann hier auch speziell um Geld gehen, das euch ins Haus steht über langfristige, verbindliche Sachen, ja, oder dass ihr euch überlegt, wo ihr häuslich irgendwie etwas investieren könnt. Wir haben für uns den Wal für den November gekriegt. Es geht um die Rückverbindung. Ja, und das passt eigentlich wunderbar, denn es geht ja hier, das hatte ich gesagt, darum, Tempo rauszunehmen, Tempo zu drosseln, und der Wal bringt dir eben Ruhe mit in alle Bewegungen deines Lebens, die dich vielleicht auch sehr stark angestrengt oder gestresst haben. Und es geht sehr stark um das Verankern, bei sich ankommen. Und der Wal ist hier sozusagen dein Schutz, deine Kraft und auch dein Tröster. Und es gibt verschiedene Themen, die mit Verbundenheit zu tun haben, die der Wal aufzeigt. Und ich glaube, dass die Wunscherfüllung hier auch so zu sehen ist, dass man an sich die Verbundenheit zu allem noch mehr spürt oder erkennt. Und es geht darum, auch sich so eine Art Bilanz zu machen, ne? Woran hält man noch fest, wo möchte man etwas kontrollieren, anstatt den Dingen ihren Lauf zu lassen. So dieses Vermeiden von Wegen oder Entscheidungen, um keine bestimmte Konsequenz zu tragen, anstatt im Flow zu sein, ne? Es geht sehr stark um das Zuhause. Wo fühlst du dich gut? Wo ist deine Quelle? Wo nährst du dich? Und es geht auch darum, den Anker nicht in der Außenwelt zu suchen, sondern in deiner Umgebung. Mit dem Wal geht es natürlich auch sehr stark um die Gesänge des Wals, also um die Töne, die dich daran erinnern, inwieweit du denn selbst in dir zu Hause bist. Es geht darum zu lernen, Veränderungen so hinzunehmen, wie sie sind, um sich dabei getragen zu fühlen. Veränderungen kommen, Veränderungen gehen. Mal geht es in die Tiefe, mal geht es wieder hoch, aber es hat alles einen kosmischen Rhythmus, eine Gültigkeit und eine Gesetzmäßigkeit. Und hier wird einfach die Überschrift deutlich in dieser Legung. Der sein Zuhause in sich gefunden hat, der kann sein, wo er will, ne? Er hat immer eine gute Anlaufstelle in allen Belangen und kann mit dem Rhythmus des Lebens oder mit dem Kosmos sogar im Einklang sein.
Ja, hast du auch die Möglichkeit, dich ein Stückchen weit in den Bauch des Wales zurück zu ziehen, sozusagen, in der Stille zu verharren und trotzdem zu spüren, wie das Feld dich trägt und du zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch bist. Wunderschön, freut mich für uns. Wir nehmen noch einen Engel. Der Engel der Kraft. Es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns immer wieder Kraft verleihen. Ein Sonnenstrahl nach einem Gewitter oder ein liebevolles Lächeln. Innere Werte wie Offenheit, Vertrauen und Dankbarkeit festigen sich dabei. Wenn du all diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, kannst du gelassener werden und gestärkt mit dem Engel an deiner Seite voranschreiten. Wir gucken ja direkt in die Veränderungen rein, die uns zu mehr Harmonie und inneren Frieden bringen. Also toll, ich freue mich drauf. Ich drücke euch, bis bald.